Lippensummen und Buzzing, wichtige Übungen für uns Trompeter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico-like-am Trompetentraining. Um mit dem Trompetespielen zu starten, also das tägliche Warm-up, gibt es natürlich Lippensummenübungen, Atemübungen und auch Buzzing-Übungen auf dem Mundstück oder auf dem Buzzer, die uns letztendlich gut fürs Trompetespielen vorbereiten. Heute zeige ich dir in diesem Video, wie ich das tagtäglich mache. Ganz wichtig für mich ist in erster Linie einmal oder besser gesagt 3 bis 5 Mal tief einzuatmen und die Luft fließen zu lassen. Also, ich zeige es euch. Hier bekomme ich ein gutes Gefühl für meine Atmung. Wenn ich jetzt die Lippen etwas zusammen mache, also in eine M-Position gehe, dann fangen die Lippen an zu schwingen. Los geht's! Erhöhe ich jetzt die Spannung, kommt ein höherer Ton. Und jetzt nehme ich noch einen höheren Ton, das heißt, ich erhöhe die Spannung ein zweites Mal. Und in einem nächsten Schritt kommt das Mundstück an die Lippen. Los geht's! Das heißt, ich habe einfach nur meine Lippen geschlossen, habe das Mundstück draufgesetzt und habe die Luft fließen lassen. Und sofort fangen die Lippen an einzuschwingen. Und dann war der Ton da. Ganz wichtig, nicht mit Druck, sondern immer mit lockeren Lippen versuchen, die Luft über diese fließen zu lassen, damit eben der Ton am Ende auch vernünftig, locker und weich aus dem Mundstück erklingen kann. Ganz, ganz wichtig, niemals mit Druck. Du wirst merken, wenn du drückst, da wird der Hals automatisch eng. Wir wollen aber beim Trompetespielen immer diesen offenen Hals haben, also eher in Richtung Gähnen denken. Das heißt, wenn du deinen Hals eng hast, jetzt gerade eben aktuell, dann nimm doch einmal 2 Finger, sofort geht der Hals auf und die Luft fließt. Wir machen es jetzt im Mundstück wieder, denken an das offene Halsgefühl, Lippen zusammen. Und lassen die Luft fließen. In einem nächsten Schritt gehen wir in Bewegung. Das heißt, wenn wir unseren Ton auf dem Buzzer, auf dem Mundstück spielen, gehen wir jetzt etwas nach oben und kehren wieder zu unserem Ton zurück. Das heißt, wir haben eine Art Wellenbewegung. Und jetzt eben auch nach unten. Wichtig ist immer, nicht das Mundstück gegen die Lippen drücken. Das wäre falsch. Die Lippen sollten weich sein, natürlich geschlossen. Wenn du Hilfe brauchst, nimm die also M-Position. Die Lippen sind sofort etwas zusammengedrückt, aber nicht zu stark. Und sofort startet der Lippensummton. Wenn du deine Lippen nicht ins Schwingen bekommst, habe ich hier einen Tipp für dich. Nimm einen Finger unten an deine Lippen und da drückst du etwas hinein. Nicht zu stark, nur etwas. Und du wirst merken, die Lippen starten sofort mit einem super Buzzing, mit einem super Lippensummton. Das kannst du übrigens auch mit dem Mundstück machen. Also erstmal das Mundstück platzieren, dann den Finger.
und dann klappt das auch mit dem Mundstück bzw. mit dem Buzzer, dass du hier einen Ton aus dem Mundstück bekommst. Wunderbar. Bei der Trompete ist es ja so, dass wir aufgrund der Rohrlänge natürlich auch etwas Widerstand spüren. Das heißt, ich spiele in die Trompete und habe automatisch etwas Feedback auf meine Lippen. Das kann ich imitieren, indem ich das Mundstück ganz normal halte, aber mit dem kleinen Finger, ihr seht es hier hinten, die Bohrung etwas zuhalte. Wenn ihr das gerade mal sehen wollt, das ist etwas mehr als die Hälfte. Das heißt, ich spiele gegen einen Widerstand und wenn ich jetzt das Mundstück auf die Trompete setze, spiele ich mit dem gleichen Gefühl ins Instrument. Der Ton kommt direkter, präziser und auch klarer. Also hier auch ein weiterer Tipp zum Buzzing bzw. zum Trompetespielen letztendlich. Wenn du das Gefühl hast, dass der Ton immer so kommt, auf der Trompete oder auch auf dem Mundstück, dann empfehle ich dir diesen Trick: etwas hinten zuhalten. Jetzt das Mundstück noch 4-5 Mal auf die Trompete und dann startest du bei dem Ton G, Pa, Pa, und du wirst merken, er kommt nicht mehr von unten, Pa, sondern der ist einfach präzise auf dieser Tonhöhe da. Super. Du kannst natürlich auch, wenn dein Spiel auf dem Mundstück nicht richtig funktioniert, aber du zum Beispiel einen Ton auf der Trompete spielen kannst, genau das umgekehrte Beispiel benutzen. Das heißt, du spielst erstmal einen Ton auf der Trompete, setzt aber dein Mundstück ziemlich locker auf Trompete oder Buzzer, ganz egal, der Widerstand ist ähnlich. Und dann nimmst du deine Trompete oder deinen Buzzer, spielst drauf und ziehst vorsichtig den Buzzer bzw. oder das Instrument vom Mundstück. Und du wirst sehen, wenn du ganz, ganz langsam, also wirklich in Zeitlupe, das Instrument vom Mundstück entfernst, werden die Lippen weiter schwingen und du hast den ersten Mundstückton, den ersten Buzzing-Ton auf dem Mundstück gespielt. Also auch hier eine Hilfestellung: Mundstück, Buzzer, vorsichtig vom Mundstück abziehen, weiter pusten, weiter versuchen, die Lippen schwingen zu lassen. Und dann wirst du merken, okay, jetzt hast du den Punkt. Wenn du das Gefühl hast, der Ton reißt trotzdem ab, mach's noch langsamer. Also wirklich absolute Zeitlupe in aller Geduld und du wirst merken, du kannst dann auf dem Trompetenmundstück, auf deinem Mundstück für dein Blechblasinstrument einen Ton spielen und dementsprechend natürlich auch dich so dem Buzzing annähern. Aber wieso machen wir das Ganze mit dem Buzzing überhaupt? Wir lernen Flexibilität. Das heißt, wir haben natürlich hier keinen Widerstand der Trompete, da rasten keine Töne auf definierten Tonhöhen ein und dementsprechend haben wir natürlich die Freiheit, irgendwo zu starten. Höher, tiefer, je nachdem. Wichtig ist immer nur, nicht zu drücken. Die Lippen bleiben weich, die Luft fließt weich gegen unsere Lippen und wir drücken nicht. Also auch nicht, die Gefahr ist groß, wenn wir drücken, dass der Hals zugeht. Deswegen immer vorsichtig und weich anfangen. Da ist der Hals nicht eng dabei. Sollte bei dir der Hals aufgrund des Drucks zugehen, mach ein paar Atemübungen, indem du die 2 Finger in den Mund steckst. Der Kehlkopf geht auf. Und du wirst merken, dass du dieses offene Halsgefühl auf dein Mundstückspiel, auf dein Trompetespiel übertragen kannst. Dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Das war's zu meinen Tipps fürs Starten mit dem Buzzing, beziehungsweise wie du Probleme beim Buzzing ausräumen kannst. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.